Der dritte im Bunde, Kurt Pfannschmidt, ist aus Leipzig. Er ist Arbeitersportler gewesen und hat die Fotografie eigentlich neben der Fotografie der Tochter, hat er eigentlich nur so ein paar Privatfotos gemacht und hat dann entdeckt, dass es vom Arbeitersport in Leipzig zu wenig Bilder gab und hat angefangen mit einer Kleinbildkamera zu fotografieren. Während alle anderen Glasnegative haben in dieser Größe, hatte er von Anfang an eine Kleinbildkamera und hat damit Sportereignisse fotografiert. Das zum Beispiel ist eine Reichszielfahrt, wo von allen Seiten Leute mit dem Fahrrad oder mit Motorrädern, sehr viele Arbeiter hatten zu der Zeit Motorräder, was man auch gut im Kuhle-Wampe-Film erkennen kann. Und die sind dann zu einer Reichszielfahrt in den Leipziger Sport, in dem Falle zur Radrennbahn gefahren worden. Und von der Atmosphäre her kann ich die Bilder besonders gut leiden, weil es eben immer ein Familienereignis war. Also man hat nicht nur die Frau mitgenommen, sondern man hat dann auch getauscht, wurden dann 2, 3 Kinder reingesetzt und die haben dann sozusagen um dieses Radrennen nochmal eine Motorradfahrt machen dürfen. Also eine Beiwagenmaschine war das Höchste, was man damals haben konnte. Und ich habe sehr gerne, wie die Symbole der Arbeiterbewegung eigentlich so T-Shirt-mäßig schon damals aufgenäht waren. Und das fand ich an diesen Bildern ganz toll. Und man sieht bei Kurt Pfannschmidt immer das Interesse auch anderer Leute. Er hat oft keinen Vordergrund, aber dafür hat er sozusagen eine Schar, die irgendwie zusieht oder Interaktion zwischen den Leuten auf engstem Raum. Das finde ich ist eine Besonderheit bei Kurt Pfannschmidt. Plus Kleinbild, weshalb man eben jedes Fehlerchen, jedes Kratzerchen, alles das, was man nun nur unendlich lang korrigieren kann, überdeutlich sieht, weil die Negative eben in Wirklichkeit nicht größer sind als so. Aber die drei, also wenn man diese Technologien vergleicht, dann ist wirklich für mich besonders interessant, wie das da geht. Kurt Pfannschmidt hatte am Anfang auch eine Glas-Negativkamera und damit hat er aber nur Sachen gemacht, die sozusagen für ihn Ateliercharakter hatten. Wie eben da drüben den Kurek mit der Schaufel, den er dann für einen Titel fotografiert hat oder so. Er hat diese Kamera eigentlich dann nicht so sehr aus der Hand benutzt, sondern vom Stativ. Und beim Sport verbot sich ein Stativ, weil man einen Moment ran konnte und wieder weg. Und er war dadurch der beweglichste, selber Sportler bis ins hohe Alter. Also als wir mit ihm gedreht haben, war er über 80. Und dann durften wir nicht vor 11 kommen, weil er wirklich früh morgens mit jemand anders 1,5 Stunden Gymnastik gemacht hat.